Liebe werdende Mama, die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt an Termin ist am 12. Januar 2021 erschienen und bietet einen neuen, aktualisierten Leitfaden für Hebammen und Gynäkologen für die Klinikgeburt. In diesem Video möchte ich dir gerne ein paar Informationen rund um diese neue Leitlinie geben und dir einiges Wissenswertes erklären. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Außerdem laufen aktuell alle Kurse, die ich gebe, als Online-Live-Kurse. Die Termine findest du auf meiner Webseite, die ich dir unten in der Infobox verlinkt habe. Eine Geburt im Krankenhaus ist an viele rechtliche Vorgaben und Richtlinien geknüpft. Aber jede Geburt sollte für die werdenden Eltern nicht nur strenge Regeln haben, sondern auch ganz klare Empfehlungen, die die Geburt für die Eltern erleichtern und bestimmte Dinge festlegen. In diesem Video möchte ich zum Einstieg gerne ein wenig über die neue S3-Leitlinie an sich erklären. In meinem nächsten Video werde ich aber dann noch ausführlicher und im Detail auf ihren wichtigen Inhalt eingehen. Lass uns also mit ein wenig Grundwissen über die neue S3-Leitlinie starten. Nummer 1. Was ist die S3-Leitlinie? Die neue S3-Leitlinie ist eine Richtlinie für alle deutschsprachigen Länder für die vaginale Geburt an Termin. An Termin bedeutet in diesem Fall die Zeitspanne, in der ein Baby nicht mehr als Frühchen und noch nicht als übertragen gilt. Also bei einer Geburt von 37+0 bis 41+6. Im Internet kann sich jeder, der möchte, die lange als auch die Kurzversion dieser S3-Leitlinie frei zugänglich herunterladen und durchlesen. Ein Link zu den PDF-Dateien findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Die neue Leitlinie wurde mit dem Ziel zusammengestellt, die vaginale Geburt in ihrer Natürlichkeit zu begleiten, im Hinblick auf die verschiedenen Geburtsphasen und die Gebärende im Zentrum. Alle Eingriffe und Interventionen sollen so besser eingeschätzt werden können und somit auch nach Möglichkeit vermieden werden, wenn es der aktuelle Zustand der werdenden Mama und des Babys zulässt. Ziel ist es, die Zusammenarbeit aller Geburtsbeteiligten, also Ärzte, Hebammen, Anästhesisten, Kinderärzte und so weiter während der Geburt zu stärken und damit langfristig gesehen die Gesundheit von Mutter und Kind, aber auch der gesamten Familie zu fördern. Nummer 2. Wer ist an der Entstehung der neuen Leitlinie beteiligt gewesen? Die neue S3-Leitlinie wird in der Deutschen Hebammenzeitschrift vom März 2021 als revolutionärer Akt bezeichnet, denn sie wurde zum allerersten Mal nicht nur von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe erstellt, sondern diesmal wurden die Leitlinien tatsächlich von einer verhältnismäßig großen Anzahl von verschiedenen Initiativen rund um die Geburtshilfe gemeinsam erstellt, hauptsächlich von der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaften und der bereits erwähnten Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem aber auch in Zusammenarbeit mit dem Verein Motherhood e.V., der sich bereits seit Jahren gegen Gewalt in der Geburtshilfe stark macht und einsetzt. Und noch einige andere Expertinnen und Verbände rund um Schwangerschaft und Geburt. Somit hat eine weit gefächerte Bandbreite an Experten rund um die Geburt gemeinsam an dieser neuen Leitlinie mitgearbeitet und dazu beigetragen, neue Aspekte und Dinge mit einzubeziehen, die bisher gefehlt haben oder noch nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Nummer 3. Für wen ist die Leitlinie? Auf der einen Seite dient diese Leitlinie natürlich dem kompletten Klinikpersonal, das an einer Geburt beteiligt ist, zur Orientierung und als Leitfaden, wie bestimmte Situationen ideal gehandhabt werden sollten. Auf der anderen Seite wurde diese Leitlinie für alle Frauen zusammengestellt und geschrieben, die zwischen der 38. und 42. Schwangerschaftswoche ihr Kind in einem Krankenhaus bekommen. Allerdings nur für Einlingsschwangerschaften. Mehrlinge fallen hier heraus und natürlich auch Frühgeburten, die vor der 38. Schwangerschaftswoche starten. Ebenso wie Beckenendlage. Die Leitlinie ist für jede Geburt im Krankenhaus gedacht, auch für Geburten, die zum Beispiel im Geburtshaus oder zu Hause begonnen wurden und aus medizinischen Gründen verlegt werden mussten. Denn auch die freie Wahl des Geburtsortes, die jeder Frau zusteht, ist in der neuen Leitlinie vermerkt.
Nummer 4. Was bringt die neue S3-Leitlinie den Gebärenden? Als größte Neuerung ist die Berücksichtigung der sogenannten NICE Guidelines, Intrapartum Care for Health and Care for Healthy Women and Babies, des National Institute for Health and Care Excellence aus England. Diese Richtlinien gibt es bereits seit 2007. In der letzten Fassung der S3-Leitlinie von 2017 wurde die NICE-Guideline allerdings noch nicht berücksichtigt. Daher handelt es sich hierbei um eine Modernisierung von großer Bedeutung für alle Gebärenden im deutschsprachigen Raum. Wie bereits erwähnt, kann man sich also als Schwangere auch selber mit der S3-Leitlinie befassen und ganz gezielt über Empfehlungen zu bestimmten Dingen rund um die Geburt erkundigen. Somit ist man als Gebärende gut informiert und kann seine Wünsche leitlinienkonform äußern. Auch für das Krankenhauspersonal, das an einer Geburt beteiligt ist, bietet die Leitlinie den Vorteil, dass alle neuen Erkenntnisse bereits zusammengetragen und übersichtlich sortiert sind. So muss man sich diese nicht mühselig in Studien und Fachmagazinen zusammensuchen. Nummer 5. Welche Probleme gibt es? Wie bereits gerade erwähnt, besteht das erste Problem, dass diese Richtlinie nicht bindend ist, sondern natürlich nur eine Art Leitfaden. Mit der Veröffentlichung der neuen S3-Leitlinie besteht keine Pflicht für das medizinische Personal, sich bindend an diese Leitlinie zu halten. Sie dient aber als neue, evidenzbasierte Basis für Krankenhausgeburten an Termin. Das heißt, nach wie vor entscheidet das medizinische Personal während der Geburt selber, ob es bestimmte Empfehlungen umsetzt oder nicht. Außerdem gibt es auch hier wieder Dinge, die die Betreuung der Gebärenden betreffen, die leider nicht überall umsetzbar sind, auch wenn sie nun als wichtig festgehalten wurden. Dazu gehört die Empfehlung der werdenden Mama, ab der aktiven Eröffnungsphase eine 1:1 Betreuung zu ermöglichen, als auch sie in der aktiven Austrittsphase nicht mehr alleine zu lassen. Eine weitere Empfehlung betrifft die Herztöne bzw. CTG-Aufzeichnungen. Es ist in der neuen Leitlinie klar vermerkt, dass bei unauffälligem CTG-Muster dieses nach 20 Minuten wieder entfernt werden kann. Oftmals ist das CTG aber deutlich länger dran, da keine der diensthabenden Hebammen Zeit hat, es zu entfernen und die gemachte Aufzeichnung zu kontrollieren. Und manchmal wird es sicherheitshalber dran gelassen, damit es Alarm schlagen kann, sollten die Herztöne sich unbemerkt verschlechtern, da die Gebärende über mehrere Stunden alleine im Kreissaal ist. Aufgrund des akuten Hebammenmangels leider keine Seltenheit. Das heißt, hier gibt es Dinge, die trotz gutem Willen in manchen Kliniksituationen einfach nicht umsetzbar sind. Das war die erste Einführung in die neue S3-Leitlinie. Im nächsten Video zur Leitlinie werde ich dann ausführlicher auf wichtige Inhalte und ihre Bedeutung für deine selbstbestimmte Geburt eingehen. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.